Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Im Loro-Park, wir sind Experten in Papageien. Und es gibt etwas ins Meer, das ist auch ein kleines Papagei, aber etwas anderes. Das ist Papageientaucher. Die Papageientaucher sind sehr speziell, nicht einfach zu handeln, weil du musst kennenlernen die ganze Biologie von dieser Art. Biologie ist interessant, weil normalerweise sind in ein kaltes Klima, aber einigen Mal haben warmes Klima. Normalerweise im Frühling, Sommer, dann müssen wir dieses Wechseln kontrollieren und das bedeutet auch das Wasser, weil etwas, die haben wir hier im Loro-Park, ist, dass wir können sehen, wie die Papageientaucher fliegen unter das Wasser und auch oben. Aber sehr interessant und spannend ist, was wir können nicht in Natur sehen. Biologie lernen von einem Tier ist interessant, wenn du siehst komplett. Hier alle unsere Besucher können jeden Tag sehen, wie die Papageientaucher fliegen unter das Wasser und unterhalten mit verschiedenen Arten von Fischen, weil Fische leben auch in diesem Platz. Das bedeutet, dass die Qualität von Wasser ist super, ist perfekt, muss so sein, weil Gesundheit von den Vögeln hängt von diesem Habitat und wir haben in Kontrolle, was passiert oben, was passiert unten, kontrollieren wir das Licht. Hier kommt jeden Morgen die Sonne ganz langsam. Wir haben eine spezifische Lampe für das, LED-Lampe jetzt, mehr modern, aber wir müssen ganz gut kontrollieren und die Vögel kriegen auch Naturlicht von draußen. Das ist auch wichtig und für das brauchen wir spezielle Fenster, die können wir nicht merken, die da sind, aber da kommt die Strahlung, Komplettstrahlung, weil die UV-Licht ist wichtig für die Vögel, aber mehr. Chemikalische Signal bekommen die Vögel auch von draußen. Und hier in Teneriffa haben wir ein großes Vorteil. Sonne ist immer hier. Einigen Mal oben von den Wolken, die normalerweise sind, das ist wie ein Gewächshaus hier in Puerto de la Cruz, aber die Strahlung kommt unten und das ist Energie für unsere Vögel, Vitamin für unsere Vögel, gesund für Papageientaucher. Und wir müssen nicht nur das machen. Wir behalten die größte Population von Papageientauchern im ganzen Zoos und sind sehr gesund seit vielen Jahren und unsere Idee ist, mehr eine große Population bauen, stabil. Ist nicht einfach. Wir können, wie ist die Handaufzucht, wir können perfekt, wie geht die Naturbrut oder Kunstbrut. Alle Faktoren sind wichtig, aber die Vögel müssen allein das machen. Züchten ist nicht etwas einfach für die Papageientaucher. In der Natur normalerweise sind immer ins Wasser. Jedes Mal haben ein großes Problem, jedes Jahr. Das ist, dass die Fische sind nicht immer in der Nähe von der Küste, wo die leben. Und jedes Mal müssen viel mehr fliegen als vor. Das ist ein großes Problem. Das passiert auch bei Pinguinen in Antarktika. Aber diese Vögel normalerweise möchten besser schwimmen. Die ganze Körper ist adaptiert für Schwimmen. Die Flügel sind ganz kurz, die können sehr gut schwimmen, fliegen unter das Wasser, das können sie sehr gut machen, aber Fliegen das braucht viel Energie. Hier, die können auch das machen, aber interessant ist, wenn wir machen einen Wechsel, weil Natur ist nicht immer konstant. Einigen Mal ist wärmer, einigen Mal ist kälter und diese Kalt müssen wir hier geben, das machen wir. Und wir haben eine neue Transformation, einen neues Platz gebaut, nur für die Papageientaucher. Eine Renovation von dieser ganzen Ausstellung für die Tiere, aber die Habitat hat Neuigkeiten. Komm mit mir und sieht direkt, was wir haben es gemacht. Die Vögel haben immer Löcher gehabt und haben wir alles mit Beton, weil für diese Vögel ist wichtig, wenn der Platz ist sauber, dann müssen wir sauber machen konstant, das machen wir gerne. Aber die möchten auch das Kontakt mit Erde, mit Blumen, mit Pflanzen, weil die leben in einem Habitat, wo das Gras ist immer dort, die Blumen sind immer dort
oder Minimum in die Suchsaison, die Blüten geben etwas. Fressen die Blüten? Nein, die fressen Fische. Aber in Habitat, eine Arbeit von der Brutzeit oder die Balz von den Vogel, in diesem Habitat spielt eine Rolle. Das ist die Bedeutung, warum wir geben die Fische unten, die sind ganz groß, die können nicht tot machen in diesem Moment, aber das ist schön, weil die unterhalten und die müssen nicht immer schwimmen in die gleiche Richtung, die müssen verschiedene, das ist gut für Muskulatur, verschiedene Bewegungen für die Körper von den Papageientauchern. Das ist etwas von Natur, die haben wir es gelernt und wir möchten Vögel, die sind gesund und können wir sagen lustig, weil du merkst das, wenn die sind gut, die machen die normale Verhalten von dieser Art. Und für uns ist spannend, nicht nur interessant, ist spannend, wenn wir sehen, dass die Vögel sind gesund, dass das Gewicht ist immer hoch und gut und in die Balance. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ist die neue Sache, die wir haben es gemacht. Wir haben eine Renovation von Felsen, neue Felsen. Wir haben jetzt Erde gegeben und die können verschiedene Wege suchen für neue Nist zu bauen. Normalerweise die machen den Nist drin in Lehm. Normalerweise suchen Löcher, die Konkurrenz in der Natur ist ganz stark. Nicht immer gibt es Löcher für die Papageientaucher, aber hier geben wir genug. Jede Weibchen kann entscheiden, in welches sind mehr bequem. Und Männchen anbieten ein Territorium, wo sie können auch bequem sein. Und dann kann diese Schönheit von das Leben, ein Ei und dann ein Küken oder 2 Ei und dann ein Küken, das ist super schön. Und jetzt können die machen, aber wenn wir haben die neue Felsen gebaut, haben wir ein kleines Problem. Die Papageientaucher haben Angst gehabt. Warum? Weil etwas ist neu. Und das ist etwas typisch bei den Papageien, die normalen Papageien, die wir kennen, die haben immer Angst für die Neuigkeiten. Aber ist gut oder ist schlecht? Ist gut. Neuigkeiten sind auch Stimuli und die brauchen Zeit. Und mehr als 4 Monate haben die Papageientaucher gedauert, für die neuen Felsen zu kommen, weil wir haben Angst. Wir haben jetzt hochgebaut wie in Natur und wir haben die Nisten da oben gehängt. Eine hat versucht, eine hat Erfolg mit seinen Weibchen und die anderen sind später gekommen. Das ist super. Das bedeutet, dass unsere große Arbeit mit unseren Spezialisten von Felsen, unsere Architekten, alle die haben hier gearbeitet und unsere Mannschaft haben einen Erfolg gehabt, weil nur ein Pärchen hat angefangen. Und sehen wir, weil dieses Pärchen ist jetzt da, wir haben ein neues Fenster, das ist für die Besucher, die können perfekt sehen und wir haben es gemerkt, dass keiner kommt hier, jetzt machen die Siesta, wie jetzt im Moment, sind ruhig und da ist ein Pärchen, die war die erste Pärchen, die hat die Territorium. Haben noch nicht geklettert bis hoch. Hoch gibt es super neue Nistkasten für die stärker Vogel und die müssen kontrollieren die Territorien, die kämpfen, aber das ist auch ein Stimuli für Hormone von den Vögeln. Dann haben wir gewechselt, das Warm, das Wetter, das Licht, Temperatur, ein bisschen von Wasser und die merken, dass im Frühling und im März, wie in Natur, kommt ein Wechsel. Und die Hilfe von Natur von hier, die gibt die Strahlung von vorne und kommt komplett unten. Das war auch top, weil die nehmen jetzt Sonne und die machen wie die Keas, die schlafen mit Kopf auf die Erde. Die machen die Flügel auf und die ganze Licht kommt an die Körper von den Papageientauchern. Jetzt warten wir eine neue Nachricht, wenn wir züchten in die neuen, weil wir haben schon Papageientaucher gezüchtet, vielmal, aber jetzt möchten wir diese Aktivation von der ganzen Gruppe. Mal sehen, haben wir frisch angefangen und das geht ganz gut. Wir können die Koten von einigen sehen und das ist auch wichtig. Diese Koten machen wir nicht weg. Das ist nicht gesagt schmutzig, das ist ein Signal für die anderen. Das gibt es andere Territorien und das ist wie in Natur. Wenn wir kommen, können wir eine weiße Linie und die suchen diese weiße Linie für die Lochen zu finden. Natur.
Am Ende alles ist Natur und wir arbeiten jeden Tag mit Natur und Tiere. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.